lieber himmlischer Vater, danke so sehr, dass wir ein weiteres Mal hier versammeln können. And I pray that you will come and dwell with us. Und ich bete, dass du jetzt kommst und seist mitten unter uns. I pray for our brother who is leading us out, that you will guide and direct his thoughts. Ich bete für unsere Brüder, die Klasse führt, dass du seine Gedanken lenkst und führst. And Lord, we are often very stubborn in our hearts and we are so far away from your thoughts. I pray that you will open our minds, our thoughts, heavenly wise. Und Herr, wir sind so widerspenstig und stur in unserem Herzen. Und ich bitte, dass du lenkst unsere Gedanken und unserem Herzen himmelwärts. In Jesus' name I pray. In Jesu Namen. Amen. Right, the notes on the live stream. Also die Notizen sind in den Livestream zu finden. Why don't you send me them, please? And tonight's study is called the Two Jerusalems. Und das Studium von heute Abend heißt die zwei Jerusalem. All right. So lately we studied the topic about the refuge city. Right? So neulich haben wir das Thema der Zufluchtsstadt angeschaut. And this study tonight will be contribution to this study. Und die Studium hier heute Abend wird eine Hinzufügung zu diesem Studium sein. Okay, let's turn our Bibles, and it's also in the notes, to 1 Corinthians chapter 15. So lasst uns in unsere Bibeln oder auch in die Notizen zu 1. Korinther 15 gehen. And this is some well-known verses to us. Und die sind wohlbekannte Versen für uns. But let's read them nonetheless. Aber nichtsdestotrotz werden wir sie jetzt lesen. Okay, let's read verse 45 to 49. Die Verse 45 bis 49. And Brother Maurice, you want to read those for us, please? And so it is written, the first man, Adam, was made a living soul. The last Adam was made a quickening spirit. Howbeit, that was not first which is spiritual, but that which is nature, and afterward that which is spiritual. The first man is of the earth, earthly. The second man is the Lord from heaven. As is the earthly, such are they also that are earthy, and as is the heavenly, such are they also that are heavenly. And as we have borne the image of the earthly, we shall also bear the image of the heavenly. Yes, okay. So Paul is speaking about what principle here? So, über welches Prinzip spricht Paulus hier? Natural, spiritual, or first and last, right? Also das Natürliche und das Geistliche oder aber auch Erste und Letzte. Which is the Alpha and the Omega. Was das Alpha und Omega ist. So, Alpha, Omega, Das Alpha und Omega. and it says the first Adam and the last Adam, Das right? erste Adam und das letzte Adam. So, and the first Adam was natural, and the second Adam, or the last Adam, was spiritual. Und der erste Adam, der war natürlich und der zweite oder der letzte Adam, der war geistlich. So the Alpha is always the natural, which comes first, Das Alpha ist immer das Natürliche, was zuerst kommt. and the Omega is the spiritual, which comes last. Und das Omega ist das Geistliche, was zuletzt kommt. Alright, but what else is he now comparing with these two illustrations? Aber was vergleicht er noch mit diesen zwei Darstellungen? Earthly and the heavenly. Yes, Das Irdische und das Himmlische. so this is the earthly, right? Also das hier ist das Irdische. So, earthly or earthy? Yeah, there's Lake. one question here, it says earthy. Yeah, it does in some places, but Okay, the earthly and the heavenly, right? Also das Okay, Irdische okay. und das Himmlische. so he's right. It does say Yes. earthly, but it means the same thing. Yes, yes. Okay, so, and when we go now to 2 Corinthians 3 verse 6, Und wenn wir jetzt zu 2. Korinther 3, Vers 6 gehen, Brother Mike, you want to read this for us, please? 2 Corinthians
Chapter 6. 3 verse 6. It says, who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. Yes, okay. So, what is the letter and what is the spirit in this illustration? So in dieser Darstellung, was ist der Buchstabe und was ist das Geist? Nature, spiritual. Or one. Yes, right. So this is the letter, right? Also Ja. das hier wäre denn das Buchstabe, So this killeth, das tötet, but this here aber das hier giveth life, right? spendet Leben. So, but can you understand this without this? Aber kannst du das Geistliche ohne das Natürliche vorerst zu verstehen? No, right? Nein. Because Christ is not only the Omega, but he's the Alpha and the Omega. Denn Christus ist nicht nur der Omega, sondern er ist das Alpha und das Omega. But if you remain at the Alpha, you will die. Aber wenn du bei den Alpha bleibst, dann wirst du sterben. Okay, so, but the point I want to show you here, okay, is that there's this earthy and the heavenly. Aber der Punkt, den ich hier darauf deuten möchte oder zeigen möchte, ist, dass hier das Irdische und das Himmlische. The earthy is connected with death, but the heavenly is connected with life. Und das Irdische wird in Verbindung mit das Tod verbracht, aber das Himmlische mit Leben. Okay, let's go now to Galatians chapter 4, Jetzt zu Galater Kapitel 4 and let us read verse 21 to 26. und wir lesen die Verse 21 bis 26. Okay, David? Tell me, ye that desire to be under the law, do ye not hear the law? For it is written that Abraham had two sons, the one by a bondmaid, the other by a free woman. But he who was of the bondwoman was born after the flesh, but he of the free woman was by promise. Which things are an allegory, for these are the two covenants, the one from the Mount Sinai, which gendereth the bondage, which is Hagar. For this Hagar is Mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem, which now is and is in bondage with her children. But Jerusalem, which is above, is free, which is the mother of us all. Alright. So, how many Jerusalems do we have here? So, wie viele Jerusalem gibt es hier? Brother Mark says 2. Who agrees? Mark sagt 2. Yes. Who else sees 2? Does somebody see 3? Wer sieht 2 noch? Sieht jemand 3? No, it's 2, right? Das ist 2, richtig? Okay. So it's 2 covenants, and he compares it with 2 Jerusalems. 2 Bündnisse und er vergleicht es mit den 2 Jerusalem. In verse 25 it says, right, for this Agar, which is the old covenant, In Vers 25 sagt, dieses Agar, das das alte Bund darstellt, is Mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem, which now is, and is in bondage with her children. But Jerusalem, which is above, is free, which is the mother of us all. So- Vers 26. Therefore, where would we put the Jerusalem that is illustrated here, and where would we put the Jerusalem which is illustrated here? So, welche Jerusalem werden wir hier markieren und welche Jerusalem werden wir hier markieren? Well, it's the one is heavenly. Yes, yeah, Es right. gibt eine irdische und eine himmlische. So the earthly Jerusalem is this Jerusalem in bondage, right? Also der irdische Jerusalem ist diese Jerusalem in Knechtschaft. And this is the earthy or earthly. The literal Jerusalem. Yes, amen. Das ist das buchstäbliche Jerusalem. Okay. So, and this is the heavenly Jerusalem. Und die hier ist das himmlische Jerusalem. Jerusalem. And what was the difference between the earthly and the heavenly? Und was war der Unterschied zwischen das himmlische, zwischen das irdische und das himmlische? One's in bondage, one's free. Amen. Also die eine ist in Knechtschaft und der andere ist frei. Okay, this is bondage. Also die hier ist unter Knechtschaft, Bondage. This one is free. der himmlische ist frei. Alright. Okay, so we see the Bible speaks of 2
different Jerusalems. So, wir können sehen, dass der Bibel spricht von zwei verschiedenen Jerusalem. Okay, now let's look first at this false Jerusalem, this earthly Jerusalem. So, Okay. zuerst wollen wir diese falsche Jerusalem, diese irdische Jerusalem betrachten. Let's go to Luke 21. Lukas 21 Let's read verse 20 to 24. und die Verse 20 bis 24. And we don't even have to read all these verses, just let's read verse 20 to 21. Und wir müssen nicht all diese Versen lesen, sondern zuerst lesen wir nur Verse 20 und 21. Okay, Philip, you want to read those, please? And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation thereof is nigh. Then let them which are in Judea flee to the mountains, and let them which are in the midst of it depart out, and let not them that are in the countries enter thereinto. Okay, so which of those Jerusalems is it? So, welche von diese beiden Jerusalemen spricht es hier? Yes, the earthly, Das right? irdische. So, and what happens to this earthly Jerusalem here? Und was geschieht mit diesem irdischen Jerusalem hier? Why you say it's the after one? Because it gets destroyed. Okay, yes, but there's And it's those that are in bondage, right? no. I just mean because spiritual Jerusalem is also surrounded. Yes, we come to this. Oh, okay. I was just questioning that. Okay, so I answered my own question. Also Okay, ich habe meine eigenen Fragen eben beantwortet. so what happens with this earthly Jerusalem here? Also was geschieht mit diesem irdischen Jerusalem hier? It gets destroyed. Es wird Okay. zerstört. So Because it mentions when we were doing the study, you were to get out of Jerusalem because it was to save you from the second death. So the destruction of Jerusalem is the Amen. second death. Also wenn es sagt, fliehe von Jerusalem, sodass ihr die zweite Tod entkommt, dann ist das Zerstörung Jerusalems markt das zweite Tod. yes, and this would include my second question to you. Und das würde meine zweite Frage an euch beinhalten. What must you do when you are in this Jerusalem? Was muss man tun, wenn man in diese Jerusalem befindet? Yes, you must flee. Okay. Flüchten oder fliehen. Okay. All right. Okay, you must flee because it gets destroyed, and when it gets destroyed, you are still in this Jerusalem, and you die. Du musst fliehen, weil Jerusalem zerstört wird. Und wenn du innerhalb dieser Jerusalem bist, wenn es zerstört wird, dann wirst du mit zerstört werden. Which is the second death. Was Okay. das zweite Tod ist. What typified the second death. Es schattet den zweiten Tod voraus. Okay. And you can show that it's earthly because it says Jerusalem represents the cities of the earth. Yes. Und man kann auch zeigen, dass das hier der irdische ist, weil es steht geschrieben, dass die Jerusalem schattet oder typifiziert die Städte der Erde. And yes, and it's those that are in bondage, right? Yes. Und es ist auch diejenigen, die in Knechtschaft sind. Symbol of Yes. sin. Exactly. Ein Symbol der Sünde. Okay, now let's go to the heavenly Jerusalem. Und jetzt zu der himmlischen Jerusalem. Because Brother Mark here already mentioned there's also a heavenly Jerusalem, and it also gets surrounded, right? Bruder Mark hat auch bereits erwähnt, es gibt eine himmlische Jerusalem und die wird auch belagert oder umzingelt. But let's now consider the difference. Aber lasst uns jetzt der Unterschied betrachten. Let's go to Revelation 20, Offenbarung 20, and let's read verse 7 to 9. die Verse 7 bis 9. Sister Susie? And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison, and shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom is as the sand of the sea. And they went up on the breadth of The breadth of the breadth of the earth. No, not breadth, so der Breite. Of the earth, and compassed the camp of the saints about, and the beloved city, and fire came down from God out of the heaven and devoured them. Okay,
So here Jerusalem also gets compassed. So, Right? hier Jerusalem wird auch umkreist. But what is the difference? Aber was ist der Unterschied? Does it get destroyed? Wird es zerstört? No. No. Nein. But what does the Lord do with this Jerusalem? Aber was tut der Herr mit diesem Jerusalem? Well, he pours a fountain into it, it says in Zechariah. Yes, he defends it, right? Also verteidigt es. So here, this Jerusalem Also diese Jerusalem gets defended by God. Okay. wird von Gott verteidigt. God defends it. Okay. And what must you do with this Jerusalem? Und was muss man mit diesem Jerusalem tun? Go into. Yes, you must go into and stay in there, Du right? musst da reingehen und da drin bleiben. So in this one, you're not to flee, but you must remain in. Abide. So, diese muss man nicht flüchten oder fliehen, sondern wohl drinnen bleiben. Abide in it, right? Okay. So we see this difference, okay, So, wir können of diesen these two Jerusalems. Unterschied zwischen diesen zwei Jerusalemen sehen. And I will show you now that this heavenly Jerusalem is a refuge city. Und ich werde dir jetzt zeigen, dass diese himmlische Jerusalem wohl ein Zufluchtsstadt ist. Okay, let's first remind ourselves of here of this principle of the refuge city. So, lass uns zuerst uns daran erinnern, über dieses Prinzip der Zufluchtsstadt. Let's turn to Numbers 35 Das ist in 4. Buch Mose 35, and let's read verse 26 to 27. die Verse 26 und 27. Okay. So, anybody wants to read? So, möchte jemand lesen? Then I think it's your turn. Which verse? 26 and 27. But if the slayer should at any time come without the border of the city of his refuge whither he was fled, and the revenger of blood find him without the borders of the city of his refuge, the revenger of blood kill the slayer, he shall not be guilty of blood. Yes, okay. So when you leave the refuge city, what happens to you? Also, wenn du die Zufluchtsstadt verlässt, was geschieht mit dir? Yes, you are killed, right? Du wirst getötet. And we understand the revenger of blood is Satan waiting for you. Und dieser Bluträcher, das ist Satan, der auf dich wartet. Okay, so let's go now to 2 Kings chapter 18, So, jetzt zu 2. Könige, Kapitel 18. because this is now another illustration showing the true Jerusalem. Eine Okay? weitere Darstellung des wahren Jerusalems. Because in 2 Kings 18 it's when Hezekiah reigned. Und Okay. 2. Könige 18 spricht über die Zeit von König Hesekiah. And there the king of Assyria came and surrounded also Jerusalem. Und da ist der König von Assyrien gekommen, hat Jerusalem umzingelt. Okay, and it's basically the same illustration as when Satan surrounds Jerusalem after the 1,000 years. Und das ist derselbe Darstellung, wie wenn Satan des himmlischen Jerusalem nach den 1000 Jahren belagert. Okay, so let's read now. Let's read from verse 28 onwards. Und wir lesen jetzt von Vers 28 und weiter. And before we start, Und noch bevor wir beginnen, where on our line do we need to be in the refuge city? wo auf unserer Linie müssen wir uns in der Zufluchtsstadt befinden? Yes, at Minakra. Okay. Spätestens am Mitternacht. So, right, this is the refuge city. Das hier ist der Zufluchtsstadt. Okay. And we'll see now that when you are in this refuge city, Satan will come and he will besiege you. Okay. Und wir werden sehen jetzt, dass wenn du in diesen Zufluchtsstadt bist, Satan wird kommen und dich darin belagern. Because the revenger of blood, he comes and now
claims your soul, right? Denn der Bluträcher kommt jetzt und beansprucht deine Seele. And this is exactly what we read now here. Und das ist genau das, was wir jetzt hier lesen werden. Okay, let's read first verse 28 to 29. Und zuerst lesen wir Vers 28 und 29. 2. Könige 18. Mhm. Then Rabshakeh stood and cried with a loud voice in the Jews' language and spake, saying, Hear the word of the great king, the king of Assyria. Thus saith the king, Let not Hezekiah deceive you, for he shall not be able to deliver you out of his hand. Okay, so what does Rabshakeh do? So, was sagt hier Rabshakeh? He's Satan's advocate, because it says the way, well, Ezekiel 28 says that the king of Assyria is Satan. Yes, So, exactly. Hesekiel 28 sagt, dass der König von Assyrien ist Satan. Okay, was the king of Tyrus, right? Not the same. That's fine. König von Tyrus. Yes, no, sorry, you're right, excuse me, I was thinking Assyria. But it's still Satan, right? Because Aber it's the king of the north. es ist dennoch Satan, denn es ist der König des Nordens. But he now, what does he do? It says, then Rabshakeh stood and cried with a loud voice. Also was tut es hier? Es sagt, dass Rabshakeh steht und schreit mit einem lauten It's a Stimme. false midnight cry. Das ist eine falsche Mitternachtsruf. And he speaks in what kind of language? Und er spricht in welche Sprache? The Jews' language. Die des Judens. Okay, what is the language of the Jews, Brendan? Was ist der Judensprache? Aramäisch. You all think literally. Das heißt, wir denken an- Okay, let's go to Isaiah 28. Lass uns zu Jesaja 28 gehen. I said prophecy. Yes. Isaiah 28. Okay. Jesaja 28. Let's read verse 9 to verse 11. Die Verse 9 bis 11. The king of Assyria is the tree whose fabled was the dragon. Isaiah 28 verses 9 to 11. Jesaja 28, die Verse 9 bis 11. Is this illustrated with this? Whom shall he teach knowledge, and whom shall he make to understand doctrine? Them that are weaned from the milk and drawn from the breast. For precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little. For with stammering lips and another tongue will he speak to his people. Yes, okay. So line upon line is another tongue, it says, right? So Linie auf Linie steht hier, ist eine andere Zunge. Yeah, not just another word for tongue is language. Und ein anderes Wort für Zunge in der Bibel ist Sprache. So line upon line, it's God's language, So okay? Linie auf Linie, das ist Gottes Sprache. So and God's people will speak God's language, Und right? Gottes Volk wird Gottes Sprache sprechen. And the language of God's people is Hebrew. Und Okay. der Sprache von Gottes Volk ist das Hebräische. So when now Rabshakeh comes and speaks in Hebrew, Und wenn Rabshakeh hier ankommt und in Hebräisch spricht, what does he say to you? was sagt er zu dir? Or how does he speak to you? Ja, wie spricht er zu dir? With a line message, okay? Aber mit einer Linie auf Linie Botschaft, And because he speaks Hebrew. weil er Hebräisch spricht. Okay, so is this? Can you follow this? Folgt jeder oder ist das? Okay, so the counterfeit midnight cry will be a false line upon line message. Also Okay. das falsche Mitternachtsrufbotschaft wird ein falsches Linie auf Linie Botschaft sein. I was not to understand that, it's always used to bug me. Because it says in, sorry, just to confirm it, but Daniel 8, I don't know if you got Daniel 8. Also in Daniel 8, Now I know what this means, this bugged me for a long time. Verse 23. Vers 23, Because the Assyrian is the rod of his anger, which treads down God's people, right? der Assyrer ist der Rute Gottes Zorn, der sein Volk niedertritt. So it says, and there's a lot of time of their kingdom when the transgressors are come to the full. A king of fierce countenance and understanding dark sentences
Just and then the dark sentences It's are the Proverbs. Proverbs, yes. Yes. Also diese dunkle Sätze hier, das sind die Sprüche. So it's I wonder why that meant. So he's this counterfeit Yes. gospel that he's giving. Das ist diese Fälschung, diese diese falsche Evangelium, der hier aufkommt. Yes. Okay. And we have many verses and illustrations in the Bible, okay, that show that there will be a false line-upon-line message. Und es gibt viele Darstellungen in der Bibel, viele Versen, die zeigen, dass Linie auf Linie wird es eine falsche Linie auf Linie Botschaft geben. For instance, let's go to Isaiah chapter 5. Zum Beispiel in Jesaja Kapitel 5. It says here in verse 18, Vers 18 sagt es, it says, "Woe unto them that draw iniquity with cords of vanity, and sin as it were with a cart rope." Okay, so what do they draw? also was ziehen sie, Zeichnen Sie. was zeichnen sie? Iniquity, right? Also Sünde. With cords of vanity. Mit Stricken von Der Nichtigkeit oder so. Nichtigkeit. Also so, ich weiß nicht, wie das in der Deutsch steht, aber wehe dem, die Bosheit zeichnen mit Linien von Übertretung. Also falsche Linien. Okay, so when we understand line upon line means cords upon cords. Right? Also wir verstehen, dass Linie auf Linie heißt auch Stricke über Stricke. Okay, that's what the Hebrew word says. Okay. Das ist das hebräische Wort dafür. Right. So, but I don't want to dwell too much on this point. Aber ich möchte nicht so sehr auf diesen Punkt verweilen. But we must understand, whenever there's a true, there's always a counterfeit. Aber wir müssen das Prinzip verstehen, wenn auch immer es eine wahre gibt, in diesem Fall eine Botschaft, gibt es auch eine falsche. Okay, when we go now back to 2 Kings chapter 18, Und wenn wir zurück in die Notizen zu 2. Könige 18 gehen and let's go again to verse 29. und ein weiteres Mal zu Vers 29. So Rabshakeh, he gives now this false midnight cry, So, Rabshakeh gibt diese falsche and he Mitternachtsrufbotschaft. says in verse 29, In Vers 29 sagt er, "Let not Hezekiah deceive you." Okay. So what does he say? was sagt er? Come on, brother. Be not deceived. Yes, be not deceived. Okay. Sei nicht verführt. Jesus says on the Mount of Olives, right here, be not deceived. Right? Jesus sagt auf dem Ölberg gerade hier, sei nicht verführt. Because who comes? Wer kommt? The false prophets. Falsche Right? Propheten kommen auf. But he says there come a second lot of false prophets right here at the midnight cry. Aber Jesus sagt auch, gerade hier im Mitternachtsruf kommt eine zweite Bande von falschen Propheten auf. Brothers and sisters, you must look at the board because this is Liebe Geschwister, ihr müsst auf die Tafel schauen, weil hier spielt das ab. Okay. So right here, the same. Is there a new commandment given? So, gerade hier ist der eine neue Befehl gegeben? No, right? Nein. So here he says, be not deceived. Here he says, be not deceived. Hier sagt er, sei nicht verführt, und aber auch hier sagt er ein weiteres Mal, sei nicht But verführt. Satan, he will turn it around and says, when you are actually in the refuge city, he says, you are deceived and come out of this city. Satan wird das umdrehen und sagen, wenn du in der Zufluchtsstadt, du bist verführt, komm raus da. Okay. So we must understand these things. This is a reality, brethren. Wir mussten diese Dinge verstehen. Das hier ist Realität, liebe Geschwister. So once you're in the refuge city, you must abide in there, and you must not believe when Satan will tell you that you are deceived. So, wenn du in der Zufluchtsstadt bist, dann musst du weilen da drin und du musst nicht glauben, wenn Satan dir sagt, du bist verführt. Because the Bible already tells us that this message will come to you. Und die Bibel sagt uns bereits, dass diese falsche Botschaft zu uns kommen wird. Okay, so let's continue. Lasst uns weiter. Let's read verse 30 down to 32. Und wir lesen jetzt die Verse 13 bis 32, 2. Könige 18. 30 bis 32. 30 bis 32. Okay.
Neither let Hezekiah make you trust in the Lord, saying, The Lord will surely deliver us, and the city shall not be delivered into the hand of the king of Assyria. Hearken not to Hezekiah, for thus saith the king of Assyria, Make an agreement with me by a present, and come out to me. And then eat ye every man of his own wine, and every one of his fig tree, and drink ye every one the waters of his cistern, until I come and take you away to a land like your own land, a land of corn and wine, a land of bread and vineyards, a land of oil, olive, and of honey, that you may live and not die, and hearken not unto Hezekiah when he persuadeth you, saying, The Lord will deliver us. Okay. Okay, so what does he say? What are they to do? So was sagt er, was sollen sie tun? Taking you to the top of the temple and showing you all the things of the world that he's promised. Yes. He says, make an agreement and come out. Er sagt, schließe ein Bündnis mit mir und kommt heraus. Okay, so come out of this refuge city. This is what Satan will tell you. Kommt aus diesen Zufluchtsstadt heraus. Das ist das, was Satan hier sagen will. And what message are you to give here? Und welches Botschaft müssen wir hier When geben? you give the midnight cry, what message do you give? Wenn du das Mitternachtsruf-Botschaft gibst, welche Botschaft gibst du? Come out of Babylon, right? Aus Babylon heraus. Yeah, but what message will Satan give? Aber welche Botschaft wird Satan geben? Come out of Jerusalem. Yeah. Come out of Jerusalem, but he will say, come out of Babylon. He will say that you are in Babylon. Kommt aus Jerusalem, aber er wird sagen, kommt aus Babylon, weil er wird sagen, dass du in Babylon bist. Doesn't Sister White have quotes where she says, don't call God's church Babylon? Gibt Ellen White nicht öfters Zitate, wo sie sagt, nenn Gottes Gemeinde nicht Babylon. God's people are those that are in the refuge city. Okay? Gottes Volk, das sind diejenigen, die in den Zufluchtsstadt befinden. And Satan will give a message and tell you that you are Babylon. Und Satan wird eine Botschaft geben und wird dadurch sagen, dass du Babylon bist. Okay, and he says, come out of Babylon. Und er wird sagen, kommt aus Babylon. It will be he will counterfeit everything. Er wird alles fälschen. And then he says, what does he give in verse 32? Und in Vers 32, was gibt er? False promise. Yes, he gives you a promise, okay? Er gibt dir eine Verheißung. And what kind of a promise? Was für eine Verheißung? Like the one he gave to Eve right in the beginning, that you may not surely die. Yes, Because he okay. says, you shall live and Yes. not die. Okay, yes. Also er sagt, du wirst leben und nicht sterben, und es ist genau derselbe Lüge, die er Eva am Anfang gab. But he also says, he will give you a land. Er sagt auch davor, dass er dir ein Land geben wird. Okay. God is promising you the land, Also Gott verheißt das Land, but Satan is also promising you a land. aber Satan verheißt auch ein Land. So, always a true and a counterfeit. Es gibt immer eine wahre und eine Fälschung. This is like Goliath. It's basically the same, he's standing before David, looking at him, he's so puny, look at us, we've done all this, how are you going to stand against us? It's exactly the same scenario. Das Bruder Mark sagt, das ist wie David und Goliath. Wir sind so klein und schwach und Goliath steht vor uns und sagt, schau dich an, du bist so klein und schwach, wir sind so fähig, schau mal alles, was wir gemacht haben. Wie wirst du wohl gegen uns ankommen? Okay, and Satan will promise you all this temporal prosperity. Okay. Satan wird dir all diese zeitliche Wohlstand, das zeitbegrenzte Wohlstand anbieten, If you only come out of this refuge city. wenn du nur aus diesem Zufluchtsstadt herauskommen willst. But then he will destroy you. Okay. Aber wenn du das tust, wird er dich sicher zerstören. Okay. So, but let's see how the people responded to this. Let's read verse 36. Lass uns Vers 36 lesen und sehen, wie das Volk darauf reagierte. This is Margaret. But the people held their peace and answered him not a word. For the king's commandment was saying, answer him not. So, what was their response? So, wie haben sie das erwidert? Same response. Don't Job did. speak with Satan. When Job, what's his name came, Elihu. Elihu came, he didn't answer. Yes. Genau dasselbe wie Hiob, als Elihu kam, der hat ihm kein Wort erwidert. Don't parley with the devil, okay? Also ringe nicht mit dem Teufel. Unterhalte dich oder
Parley ist Parley means- beeinfordert. Yeah, it's like Get into an argument. Also so kein Geplänkel. Ist das so? so Geplänkel kommt das. streitet oder argumentiere oder spricht sogar gar nicht mit dem Teufel. Okay. Because the king's commandment is, okay, don't parley with him. Und das Befehl der König ist, spricht nicht mit ihm. Okay. Christ is our king. Okay. Christus ist unsere König. Gives us this command. Und er ist es, der uns diese Befehl gibt. Okay, but let's see now what happened. Aber lasst uns sehen, was geschah. Let's go to the next chapter, chapter 19, Nächste Kapitel, das ist 2. Könige, Kapitel 19. and let's read verse 32 to 35. Und wir lesen die Verse 32 bis 35. Maybe you can read it, Scott. Therefore thus saith the Lord concerning the king of Assyria, He shall not come into this city, nor shoot an arrow there, nor come before it with shield, nor cast a bank against it. By the way that he came, by the same shall he return, and shall not come into this city, saith the Lord. For I will defend this city to save it for mine own sake, and for my servant David's sake. Which verse? This one? Until 35. And it came to pass that night that the angel of the Lord went out and smote in the camp of the Assyrians 185,000. And when they arose early in the morning, behold, they were all dead corpses. Okay. So what is the Lord about to do with this city? So was wird der Herr tun mit dieser Stadt? Defended. He will defend it, right? Er wird es verteidigen. So this is this heavenly Jerusalem that he defends. Das ist diese himmlische Jerusalem, die er verteidigt. And when the king of Syria says, "Come out," you must abide in it. Und wenn der König von Assyrien kommt und sagt, kommt heraus, du musst darin verweilen. And at the end, what does the Lord do when he delivers you? Und am Ende, was wird der Herr tun, wenn er dich befreit? According to verse 35. Gemäß Vers 35. Smitten. Yes, he smites them. Er wird sie erschlagen. Okay, so here will be a judgment of God. So, hier wird ein Gericht Gottes vollstreckt. Alright. So the Lord will deliver us. So, der Herr wird uns erlösen. So therefore we can put our confidence in God when we remain in this refuge city. So, deswegen, wir können unseren Vertrauen in Gott setzen, wenn wir wohl in diesen Stadt bleiben. Okay, so in this illustration, when you're in the heavenly Jerusalem, this is your refuge city. So, diese Darstellung denn, wenn wir in dieser himmlischen Jerusalem sind, da ist unsere Zufluchtsstadt. Okay, let's go now to 1 Kings chapter 2, So, jetzt gehen wir zum 1. Könige, Kapitel 2. because this is another story of a refuge city Denn das hier ist eine weitere Geschichte von einer Zufluchtsstadt. where Jerusalem again is a refuge city. Wo Jerusalem ein weiteres Mal eine Zufluchtsstadt ist. Okay, and this was now when Solomon became king after David. Und das ist, wenn Salomo König geworden ist, nach König David. And David said before he died, you must, make some things right as soon as you are king. Und David sagte noch bevor er starb zu Salomo, er muss einiges im Rechten ziehen, bevor er stirbt oder bevor er König wird. Okay, and yesterday brother sent me some nice thoughts on this. Okay, this is one of them. Gestern hat ein Bruder mir einige Gedanken darüber gesendet und das hier ist eine davon. Since he reminded me of this story here about Shimei. Und er hat mich an diese Geschichte von Shimei erinnert. Okay, so and who was Shimei? Und wer war Shimei? Shimei? Knecht. Der Knecht. No. He was somebody who was somehow related to Saul, to King Saul. Okay. Er war jemand, der verwandt war mit König Saul. And when David fled before Absalom, Und als David von Absalom geflüchtet hat, Shimei came out and cursed David. Okay. Shimei ist herausgekommen und hat David verflucht. And but David didn't kill him. Aber David hat ihn nicht getötet deswegen. But he told now Solomon he should
take care of Shimei after he died. Okay. Aber er hat den Salomo gesagt, dass er sich um Shimei kümmern soll, noch bevor er stirbt. No, after he died. Nachdem er stirbt. Danke. Okay, and let's read now what happened. Und lasst uns lesen, was da geschah. 1 Kings chapter 2 verses 36 to 37 Also or 38. 1. Könige 2, die Verse 36 bis 38. It says, And the king sent and called for Shimei, and said unto him, Build thee an house in Jerusalem, and dwell there, and go not forth thence any whither. For it shall be that on the day thou goest out and passest over the brook Kidron, thou shalt know for certain that thou shalt surely die. Thy blood shall be upon thine own head. And Shimei said unto the king, The saying is good. As my lord the king has said, so will thy servant do. And Shimei dwelt in Jerusalem many days. Okay, so Solomon says, as long as you remain in Jerusalem, you are safe. Also Salomo hat gesagt, solange dass du in Jerusalem weißt, bist du sicher. But when you go out, what will happen to him? Aber wenn du herausgehst, was wird mit dir geschehen? You surely die. Du wirst sicherlich sterben. So what other story do you see this phrase, you will surely die? So, welche andere Geschichte sehen wir diese Aussage, du wirst sicherlich sterben? Yes, Adam and Eve. Adam und Eva. Let's read this Genesis 2:17 in the notes. Lasst uns das lesen, das sind die Notizen, 1. Buch Mose 2, 17. It says, But of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Okay, so and did it happen to them? Und ist es geschehen? Yes. Yes. Okay, so we can be sure that if we leave the refuge city, we will also likewise surely die. So, Okay. da können wir denn sicher sein, wenn wir das Zufluchtsstadt verlassen, dann werden wir auch sicherlich sterben. Okay, so therefore what does it tell us with respect to Adam and Eve? So, was sagt das uns in Bezug auf Adam und Eva? They left the refuge. Yes, they left the refuge city. Die haben ihre Zuflucht verlassen. They left the wedding garment behind. Yes, Die haben ihre Hochzeitsgewand hinterlassen. therefore they were naked then, right? Sie Because waren they dann were nackt. enticed by Satan to sin. That's what Yes. Satan is trying to do to Christ. Weil sie würden durch den Satan verlockt zu sündigen. Das ist genau das, was Satan hier tun wird in diesen Darstellungen von Jerusalem. Er wird versuchen, dich aus der Stadt herauszulocken. So it's always the same principle. Satan always wants to tempt you to leave the refuge city. Dasselbe Prinzip durch und durch. Satan möchte immer dich dazu verführen, den Zufluchtsstadt zu verlassen. And we already established this morning, right? What is surrounded by the refuge, or what is the protection of the refuge city? Und wir haben das heute Morgen gesehen. Was ist der Schutz der Zufluchtsstadt? Yes, it's the wall, Das ist der Mauer. which is the law of God. Und der Mauer ist das Gesetz Gottes. So whenever you break God's law, you're on Satan's ground. So, wenn Okay. immer du Gottes Gesetz brichst, da trittst du Satans Boden. And the revenger of blood is just waiting for you. Und der Bluträcher, der wartet ja nur da. Okay, therefore, what must you immediately do if you you fell short? So, was musst du denn immer tun, wenn du zu kurz kommst? Du musst immer zu Christus You gehen. must immediately flee to Christ. Du musst sofort zu Christus fliehen. So this is a principle, okay? Das ist ein Prinzip. You must immediately flee to Him. Sofort zu Christus Ja. flüchten. Therefore, whenever you commit a sin, don't wait, but run to Christ. So, wenn immer du eine Sünde begehst, wartet nicht, flüchte zu Christus. Confess your sin and enter into Him again. Also bekenne deine Sünde und kehrt in Christus erneut hinein. Because if you remain outside too long, the slayer, the revenger is waiting for you. Denn wenn du zu lange nach draußen bleibst, der Bluträcher wartet auf dich. It sounds like you're saying you can step out but get back in quickly again. If you repent on a daily situation, you can always repent, right? In this time period. Not here. No, He's talking about the principle. I'm talking about
No, That's what I'm they- saying, but it sounds like, because it's in the context of the refuge city, that you're in the refuge city, you can step out but repent and get back in again. No, No, okay, I'm speaking about today. Also Okay. ich spreche nicht über der Zeit, wo wir in der Zufluchtsstadt gehen, weil wenn wir da die Zufluchtsstadt verlassen, werden wir wohl zerstört sein. Aber über heute, wir müssen immer in Christus bleiben. Und so das Prinzip ist da, dass wenn wir fallen, wenn wir den Zuflucht, die wir in Christus haben, heute verlassen, dann müssen wir sofort Buße tun und wieder in ihm einkehren. Okay, so and when we go back to the text, Und wenn wir zurück zur die Notizen gehen, yeah, what was the borderline of Jerusalem here? was war der Grenze von Jerusalem, die hier beschrieben In ist? verse 37. Vers 37. Brook Kidron. Yes, the brook Kidron, right? Also der Brunnen, nicht Brunnen, der Bach Bach. Kidron. Okay. And in what other story do we find the brook Kidron? Welche andere Geschichte befinden wir diesen Bach Kidron? Okay, so Also, when you cross the brook Kidron from Jerusalem, you now leave Jerusalem, right? also, wenn du über diesen Bach Kidron überquerst, du hast Jerusalem verlassen. But when you come from the other side and you cross the brook Kidron, you're now inside Jerusalem. Okay. Von der anderen Seite kommend, wenn du über das Bach überquerst, dann gehst du in Jerusalem hinein. Okay, let's read John chapter 18. Lass uns Johannes Kapitel 18 lesen And let's read verses 1 to 2. und die Verse 1 bis 2 lesen. Marcus, wanna read those first? When Jesus had spoken these words, he went forth with his disciples over the brook Cedron, Yes, that's the same as yes, where was a garden, into the which he entered and his disciples, and Judas also, which betrayed him, knew the place, for Jesus oftentimes resorted thither with his disciples. Okay, so what did Jesus do? So, was tat Jesus? He went over the brook. Yes, he went over the brook Kidron. Er Okay. ging über den Bach Kidron. Okay, and now I must admit I didn't look up whether this now means that he entered Jerusalem or he left Jerusalem. Okay. Ich habe das nicht geforscht, ob er jetzt damit meint, dass er in Jerusalem einkehrte oder verließ. But I should double check this, okay? Aber ich sollte auf jeden Fall das überprüfen. But I thought that he would enter Jerusalem here. Aber ich habe wohl gedacht, dass er hier in Jerusalem einginge. Because in Luke 13, Denn in Lukas 13, he says the following. er sagt das Folgendes. Let's read Luke 13, verses 31 to 33. Lukas 13, die Verse 31 bis 33. But maybe maybe he left Jerusalem. Aber vielleicht hat er Jerusalem verlassen, ich weiß es nicht sicher. Okay. Let's just read those verses, Brother Mark, you want to? The same day there came certain of the Pharisees, saying unto him, Get thee out and depart hence, for Herod will kill thee. And he said unto them, Go ye and tell that fox, Behold, I cast out devils, and do cures today and tomorrow, and the third day I shall be perfected. Nevertheless, I must walk today and tomorrow, and the day following, for it cannot be that a prophet perish out of Jerusalem. Yes. Okay. So, how many days and he's perfected? So wie viele Tage, bevor er perfekt wird? Tear down this temple, and in 3 days I will raise it up. 3 days, right? 3 Tage, richtig? And on the third day you're perfected. Okay. Am dritten Tag wirst du perfekt gemacht. But what does he say? Aber was sagt er hier? What cannot happen? Was kann nicht geschehen? Can't perish as long as you're in Jerusalem. No? It says, For it cannot be that a prophet perish out of Jerusalem. Yes. Meaning that it cannot be that you can die outside of Jerusalem. So, das heißt, es in Vers 33, es kann nicht sein, dass ein Prophet stirbt außerhalb von Jerusalem. Okay, because You're talking about this, the literal Jerusalem. yes. Okay, okay. Also auf das buchstäbliche Jerusalem Ja. bezogen. So- natürlich. Therefore, at least as I understand it at the moment, So wie ich das verstehe, zumindest jetzt, in a sense, you must go. Okay, at least Jesus, he went into this Jerusalem. Okay. so Jesus ginge in diese Jerusalem hinein. But
when he went, he died there. Aber wenn er da gegangen ist, er ist da gestorben. So I also don't fully understand it yet, okay? Also ich verstehe das nicht völlig jetzt, Because when we go to Luke 21, denn wenn wir in unseren Bibeln zu Lukas 21 gehen, and we can read verse 21. und Vers 21 lesen, Lukas 21, Vers 21. It says, Then let them which are in Judea flee to the mountains, and let them which are in the midst of it depart out, and let not them that are in the countries enter thereinto. Okay, so here the Lord says, if you fled, don't enter into it again. So Okay, hier, der Herr sagt, wenn du schon mal geflüchtet bist, geh nicht zurück. okay, but Jesus, he went into Jerusalem. Aber Jesus, der ginge wohl in Jerusalem zurück. Yes, but no, maybe I misunderstood. I'm not to look at this, but it says, see, Christ was not killed in Jerusalem; he was taken out of the city. Yes. Yes. So Christus war nicht in Jerusalem getötet, sondern I'm not sure. außerhalb. And the way that it's written there doesn't mean. No, you can go to Luke 13. Just Man the konnte context. zum Beispiel Lukas 13 gehen. You know, Luke 13 we just read, right? Yes, and then just next verses just show it. Okay. Okay, we can read verse 33 and 34. Also die Verse 33 und 34. And it says, Nevertheless, I must walk today and tomorrow and the day following, for it cannot be that a prophet perish out of Jerusalem. O Jerusalem, which killest the prophets and stonest them that are sent unto thee. How often and so on and so forth. Okay, so it says here that Jerusalem killed all the prophets. So it Es says, steht hier, dass Jerusalem die Propheten tötete. Okay, okay. Now, I'm not arguing a point. I'm just saying, where were they killed? Outside Jerusalem. They always took them outside the Yes, city and yes. killed them. Christ was taken outside the city, so Yes, they were yes. basically. but they went into Jerusalem, right, first. But then they dragged them out and killed them. Also die Frage ist, dass die Propheten gingen in Jerusalem, aber die waren außerhalb Jerusalem getötet. When the abomination of desolation is set up around Jerusalem, does it not say that the boundaries of Jerusalem belong some furlongs outside of Jerusalem? Did that incorporate Golgotha? That's a question. No. Okay. That's the point. The point I'm making here is for it cannot be that a prophet perish out of Jerusalem. It doesn't mean outside of Jerusalem. It says it cannot be that a prophet perish. That's No, it means it, because it says, no, it doesn't. it is, because it says, O Jerusalem, Jerusalem, which killest the prophets Yes. and stonest them that are sent unto thee. So he speaks about that all the prophets, they died basically, or they went to Jerusalem to die there. I'm asked the question, why did God command to take them outside the city and slay them? So, warum hat Gott befohlen, sie außerhalb der Stadt zu nehmen, sie zu töten? Because it also represents the fact you're outside his refuge. Yes, Es stellt der Tatsache, dass du außerhalb von seinem Schutz oder yeah, seinem the Lord wanted Zuflucht to stehst. illustrate that you are not part of the heavenly Jerusalem. Also der Herr möchte darstellen, dass du nicht Teil der himmlischen Jerusalem Yes, bist. but they were killing them unrighteously. Yes. Aber die haben sie They were ungerechterweise getötet. doing the work of the avenger. Die haben das Werk der Bluträcher Yes. vollstreckt. Okay, so that's what I'm saying. Christ, as long as he's in Jerusalem, he was safe. Also Christus, solange er in Jerusalem war, war er sicher. But they took him out of there to kill him, Aber right? die haben ihn außerhalb genommen, ihn zu töten. Because he had to fulfill the type, but he was innocent. Right? Er musste das Typus erfüllen, aber er war unschuldig. I'm not arguing with your point, and I have to look closely, but I'm just saying that verse doesn't say, cannot be that a prophet perish outside of Jerusalem. That's not what it's saying. That's the only argument I'm making. So, diese Vers 33 von Lukas 13, es kann nicht sein, dass es sagt, dass ein Prophet
außerhalb Jerusalems nicht sterben kann. Es kann nicht das heißen. I'm not arguing the point that a prophet that leaves Jerusalem will die. That's not what I'm arguing, but I'm just saying that doesn't say that. Also That's all ich bestreite nichts anderes, was du hier sagst, außer dass diesen einen Vers, dass es das nicht sagen kann, was es scheint zu sagen. I'm pretty certain. I Okay, don't want to it- start it- now a debate or argument about it, but I'm just making that point, right? but I'm pretty certain that it exactly means that. But we can look at this data more closely. Because when you look at the Greek word, it says away or out of, so in this sense, outside. That's what it means. Doesn't matter, we can look at this later. Okay, so nonetheless, okay, let's just finish this thought here. Also Okay. nichtsdestotrotz, wir wollen diese Gedanken zu Ende führen. About Shimei. Also, wir haben über Shimei gesprochen. Let's go back to the notes Zu den Notizen zurück. and let's read 1 Kings chapter 2 Und wir sind jetzt in 1. Könige Kapitel 2 and let's read verse 39 to 41. und die Verse 39 bis 41 wollen wir lesen. And I think David's your turn. And it came to pass at the end of 3 years that 2 of the servants of Shimei ran away unto Achish son of Maacah, king of Gath. And they told Shimei, saying, Behold, thy servants be in Gath. And Shimei arose and sat at his house and went to Gath to Achish to seek his servants. And Shimei went and brought his servants from Gath. And it was told Solomon that Shimei had gone from Jerusalem to Gath and was come again. Okay, so when did Shimei leave the refuge city? So, wann hat Shimei diese Zufluchtsstadt verlassen? As a servant ran away. Yes, servants ran away and it was at the end of Als seine Diener weggelaufen sind und das war am Ende von wie viel lang? 3 years. 3 Jahren. So I'm open to this, that he might be somewhere else in his refuge city, but if this would illustrate the same scenario as when we need to be in the refuge city, Also ich bin dazu offen, dass Shimei vielleicht woanders in den Zufluchtsstadt sein mag, aber wenn wir das Prinzip hier, wenn wir in unsere Zufluchtsstadt sein mussten, dass es hier drin wäre, then what Mark, right, somebody who would leave the refuge city right at the end. Okay. es würde dann darstellen, jemand, der der Zufluchtsstadt verließ, gerade am Ende. Okay. So somebody who falls away at the very end. Jemand, der wegfällt, gerade am Ende. And what would this illustrate? Und was würde das denn darstellen? Who would deceive, line upon line, who would deceive Shimei here? So Linie auf Linie, wer würde Shimei hier verführen? Sorry. Elihu, right? Also Elihu. Okay, because you have, under this illustration, Unter diese Darstellung, you have the 3 friends. hier gibt es die 3 Freunde. Okay, make it like this. Okay. And then under the 3rd you have Elihu. Und unter der 3. hast du Elihu. Okay, and Elihu would be the one deceiving Shimei. Und Elihu wäre derjenige, der Shimei verführt. And basically the story ends that now the judgment comes upon him. Und der Geschichte endet, indem das Salomo das Gericht auf ihm ausübt. Okay, so therefore what we could learn this evening So, was wir heute Abend lernen konnten, is that there are 2 Jerusalems. dass es 2 Jerusalemme gibt. One Jerusalem is this earthly Jerusalem that gets destroyed and which he must flee from. Eine Jerusalem ist diese irdische Jerusalem, der zerstört wird und wir mussten daraus flüchten. Okay, but the other Jerusalem is this heavenly or spiritual Jerusalem. Und der andere Jerusalem, das ist diese himmlische oder geistliche Jerusalem. And this is basically the Jerusalem of God's people that really understand the spiritual things. Und das ist die Jerusalem von Gottes Volk, die geistliche Dinge verstehen. Okay, in this Jerusalem
you must never flee. Und diese Jerusalem musst du niemals flüchten. You must always abide in it and God will defend it. Du musst immer darin verweilen und Gott wird es verteidigen. But when you're now in this refuge city, in the true Jerusalem, Aber wenn du in diesem Zufluchtsstadt befindest, wahre Jerusalem, Satan will come and will encompass you. Okay? Satan wird kommen und es belagern. Right here at the midnight cry. Gerade hier am Mitternachruf. And he will tell you that you must come out of this refuge city. Und er wird dir sagen, du musst aus dieser Zufluchtsstadt herauskommen. Okay, and he will give you a promise that if you come out, he will promise you all these worldly goods and riches. Und er wird dir eine Verheißung geben, dass wenn du herauskommst, er wird dir all diese weltliche Güter und Reichtümern anbieten. He will promise you the land. Er wird dir das Land verheißen. Okay, so, but as the Jews did, they answered him not a word. Okay, Aber genauso wie die Juden, wir sollten ihm kein Wort erwidern. okay, and if we remain then in the refuge city, Und wenn wir in dieser Zufluchtsstadt wohl bleiben, in the end God will deliver us am Ende die Verheißung ist, dass Gott uns befreien wird. and we will be perfected. Und wir werden perfekt gemacht. Okay, so it's all about understanding God's truth, okay? Es handelt sich darüber, dass wir Gottes Wahrheit verstehen. Because we must know that when somebody says you're in Babylon, okay, Und wir müssen wohl wissen, dass wenn jemand sagt, du bist in Babylon, that you can say no, you're in Babylon and I'm in the right place. dass Okay, wir sagen, nein, du bist in Babylon, ich bin genau wo ich sein muss. okay. Therefore, this will be this great time of perplexity and distress. Das Okay? wäre diese große Zeit des Trübsals und des Angstes. That's the same as Perplexity is not das ist Verwirrung oder Ratlosigkeit. Verwirrung und Drangsal. Ja. That's the same as Elijah that comes to Ahab. Are you he who troubles Israel? No, Yes. it's you who's troubling Israel. Exactly. Okay. So Satan will always twist it and make you the scapegoat. Okay. Also Satan wird es immer umdrehen und wird dir zur Sündenbock machen. And therefore, it's our duty to understand God's word Deswegen ist es unsere Pflicht, Gottes Wort zu verstehen. and then we can make sure that we are in the right city and can remain in this true city. Dann können wir sicher sein, dass wir in der richtigen Stadt sind und dass wir darin weilen können. Can claim the promises today that God promised to guide us into all truth. Wir können die Verheißungen heute in Anspruch nehmen, die Gott uns gegeben hat, dass er uns in alle Wahrheit hineinführen wird. And should make daily use of this promise. Und wir müssen täglich diese Verheißung in Anspruch nehmen. And God is faithful and He will help us to enter the true city. Gott ist treu und er wird uns helfen, in diese wahren Stadt hineinzukehren. Okay, so no questions? Also wenn niemand Fragen hat, Okay, let's close with our prayer. lasst uns mit unserer Gebetsrunde abschließen.